Hey, heute wollte ich mal über die spirituellen Herausforderungen für das nächste oder für das jetzt nun kommende Jahr 2025 sprechen. Und ich will mal damit starten zu sagen, dass die sogenannten spirituellen Herausforderungen für die spirituellen Leute natürlich im Grunde auch letzten Endes in ökonomischen Herausforderungen bestehen, genauso wie für alle anderen. Also es ist ja manchmal man möchte fast sagen, eine Illusion, dass sich die Spirituellen von diesen Dingen total lösen können und auf das Materialistische einen Außenblick haben und selber damit nichts zu tun haben, sondern was man vielfach sieht, ist ja, dass die Spirituellen mit ihren Mitteln die Wirtschaft als Werkzeug zu nutzen wissen, um zu leben, Gewinne zu erwirtschaften, Einkommen zu verdienen, Einkommen zu generieren und so weiter. Manchmal ist es sogar so, dass Spirituelle sich in diese spirituelle Welt so sehr hineinbegeben, dass sie wiederum das, was andere als das Hamsterrad der materialistischen Wirtschaft spüren, auf ihre Weise verwirklichen, indem sie noch spiritueller sein wollen und noch geistiger als andere. Ich will aber natürlich trotzdem darauf kommen, was nun eigentlich der Spirituelle für Vorteile hat, aus seiner Spiritualität heraus diese Dinge zu meistern, aus meiner Sicht. Und wie sich dann herausstellen wird, aus meiner Sicht, ist es halt so, dass auch mancher, der sich nicht spirituell nennt, durchaus spirituell ist, indem er Dinge tiefer durchdenkt, besser erkennt als andere. Aber was für Herausforderungen werden wir haben in 2025? Und ich muss mal eins dazu sagen. Ich verfolge solche Wirtschaftsnachrichten schon seit vielen Jahren und zwar seitdem mir wiederum andere gesagt haben, mach das mal so und so, guck dir mal das und das an. Und ich kann nur sagen, dass diese Dinge, die heute wie ein Wunder erscheinen, in anderen Bubbles, sage ich mal, ich nenne es mal so, bekannt sind seit vielen Jahren. Die Überschuldung der insbesondere westlichen Welt ist also eine lange Zeit schon in der Diskussion und viele Jahre ist es im Prinzip klar, dass das zu einer Wirtschaftskrise führen wird und dass das seine Konsequenzen haben wird. Beispielsweise so, dass man sagen kann, die westliche Welt hat viele Jahre auf Kosten der Zukunft gelebt. Sie haben also Schulden gemacht, wo sie hätten selbst Geld verdienen müssen. Das Schuldenmachen funktioniert ja so, dass der Staat für seine immer größer werdenden Ausgaben irgendwann nicht mehr die Steuerbasis der Leute heranziehen kann, ganz einfach, weil sie schon so besteuert sind, dass man gar nichts mehr machen kann. Man kann ihnen ja nicht 100% wegnehmen von dem, was sie da arbeiten, sondern man muss ihnen etwas lassen, sonst werden sie irgendwann sagen, das hat ja für uns gar keinen Sinn mehr. Man kann also nur bis zu einem gewissen Grad besteuern und ich glaube, man kann sagen, in der westlichen Welt ist das sehr ausgereizt. Und was kommt dann natürlich? Es kommt, was immer und immer wieder in der Geschichte gemacht wird, dass derjenige, der die Macht hat, das Geld zu erschaffen, es dann auch tut und sich selber sagt, na, das funktioniert doch, denn es kann 10 Jahre gut gehen, es kann 20 Jahre gut gehen. Und das ist dann genau das, was dann schließlich dazu führt, dass das Geld in eine Krise kommt, die Währung, und dass schließlich und endlich es in eine Art Katastrophe mündet für die Gesamtbevölkerung. Währungsreform genannt beispielsweise. Wo das natürlich immer so ist, wenn Kriege geführt werden und der Staat plötzlich feststellt, wir brauchen viel mehr Geld für diesen herrlichen Krieg, als wir normal erwirtschaften können, zumal die ganze Wirtschaft dann umgestellt wird auf die sogenannte Kriegswirtschaft. Also alle sollen irgendwelche kriegswichtigen Güter herstellen und das Ganze funktioniert scheinbar als Perpetuum mobile für eine gewisse Zeit, also als sich selbst erhaltendes System. Aber die
Das Drucken von Geld rächt sich schließlich immer. Und wir haben nun in der westlichen Welt eine ganze Weile, viele Dekaden von Schulden mehr oder weniger gelebt, haben immer mehr Schulden angehäuft. In den USA beispielsweise sind es mittlerweile 36 Billionen Dollar. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. Also ich muss da aufpassen, weil ich das immer verwechsel mit Trillion. Und es heißt aber 1000 Milliarden. Eine Billion sind 1000 Milliarden. Und die Schulden der US-Wirtschaft sind 36 Billionen Dollar. Und 1 Billion geben sie derzeit aus für Zinszahlung allein. Das ist etwa so viel, wie das größte Militär der Welt bekommt, das amerikanische Militär. Und das ist also eine ungeheure Zahl. Und nun in einer Wirtschaftskrise, wo also das Einkommen des Staates schwindet, weil die Steuerbasis schwindet, weil die Leute weniger verdienen, weil die Wirtschaft lahmt. Gleichzeitig geht es oft einher mit Inflation, was wiederum bedeutet, die Zinsen steigen. Also die Zinsen, die von meinetwegen vorher bei 3% waren, steigen auf 5%. Das bedeutet natürlich auch, dass der Staat mehr Zinszahlungen zu leisten hat und umso schneller kommt also dann die Katastrophe daher. Oder ich will nicht sagen die Katastrophe, aber das Ende dessen, was vorher das ganz normale Geldsystem war. Und wie gesagt, das haben also viele, viele Menschen schon viele Jahre vorhergesagt. Viele von denen haben das sogar schon so lange vorhergesagt, dass man langsam sagt, jetzt hör mal auf damit. Du siehst doch, das funktioniert alles wunderbar. Aber was wie gesagt vorhergesagt ist und mit Recht vorhergesagt ist, dass dieses System enden muss. Es kann so nicht weitergehen. Insbesondere da es sich immer mehr beschleunigt und die Schuldenkurve in den Ländern in einer exponentiellen Art und Weise, also immer steiler werdend, ansteigt. Nun könnte man sagen, wir in Deutschland sind da aus dem Schneider, denn unsere Verschuldung ist gar nicht so hoch. Aber ich glaube, das kann man überhaupt nicht sagen, denn der nominelle Schuldenstand, der im internationalen Vergleich noch einigermaßen erträglich sein mag, dem muss man sicherlich hinzurechnen, was der Staat sich an versprochenen Leistungen aufbürdet. Also ganz einfaches Beispiel, je mehr Beamte da sind und je mehr sozusagen per Gesetz Ausgaben vorgeschrieben sind, die die Leute zu leisten haben, desto größer ist die Belastung, auch wenn es erstmal nicht in der Bilanz steht. In der Bilanz steht ja nur das, was der Staat sozusagen an Schulden aufnimmt und was dann definitiv erhoben wurde. Ich bin mir da selber gar nicht so sicher, ob das alles in der Bilanz steht. Wenn die Europäische Zentralbank beispielsweise das selber Eurobonds rausgibt und für wunderbare Zwecke nutzt, wie zum Beispiel Kriege befeuern, die irgendwo stattfinden oder, ob das in unserer Bilanz auftaucht, das glaube ich nicht. Und gleichzeitig betrifft es uns natürlich, denn wir übernehmen ja ganz viele dieser herrlichen Garantien, die dann immer gegeben werden. Ja, Deutschland ist so reich, die können das. Also wie gesagt, es geht noch um die Verpflichtungen, die der Staat übernimmt. Und es geht auch darum, dass eine Volkswirtschaft, die aus einer ganz anderen Situation kommt, wie zum Beispiel die chinesische, die geben von vornherein nicht so viel Geld aus für irgendwas wie wir. Also wenn wir 100 € ausgeben für irgendwas, dann ist das in China für einen Bruchteil zu bekommen, sagen wir mal für 5 €. Und allein das macht die Wirtschaft wesentlich leistungsfähiger als das, was wir hier kennen. Und wenn wir glauben, wir könnten unsere Leistungsfähigkeit in Bezug auf das Geld vergleichen, direkt mit dem zum Beispiel chinesischen Verhältnis, dann, ich glaube, da haben wir uns geirrt. Und zwar sehr geirrt. Man sieht es zum Beispiel an dem Militärbudget der Amerikaner, die ja, wie gesagt, das höchste der Welt haben und dennoch nicht in der Lage sind, die Dinge zu leisten, von denen viele ihrer Generäle glauben, das sei ganz leicht zu leisten und wo man dann immer wieder sieht, sie haben einen
Misserfolg nach dem anderen. Sie haben also keine Kriege gewonnen. Ich meine, man muss dafür dankbar sein. Ich bin ja überhaupt nicht für Kriege oder so. Aber wenn man das also schon vergleichen will, dann muss man sagen, das klappt einfach nicht, was sie da macht. Bestes Beispiel der Rückzug aus Afghanistan, wo sie für 8 Milliarden Dollar oder so, ich glaube 8 Milliarden Kriegsmaterial hinterlassen haben und ihre sogenannten Gegner haben die Gewehre, haben die Pistolen genommen und paradieren damit rum und unterdrücken nunmehr wieder die dortige Bevölkerung. Ich meine, man kann das sehen, wie man will, aber das sogenannte Kriegsziel haben sie nicht erreicht. Und sie waren ja 20 Jahre dort und haben, ich weiß nicht, wie viele Billionen Dollar dort verbrannt. Das heißt, der Westen steuert auf eine Krise zu. Und diejenigen, von denen der Westen glaubt, sie seien so wie Underdogs und seien nicht in der Lage, Wirtschaft zu machen, Wirtschaft zu denken, die holen sehr, sehr schnell auf und haben viel höhere Wachstumsraten als wir. Das bedeutet, wir steuern auf eine Wirtschaftskrise zu, die sich gewaschen hat. Und ich denke, man kann nun inzwischen sehen, in welcher Art und Weise sich das ausspielt. Beispielsweise gibt es ja viele Disruptionen, die wir hier zu tragen und zu meistern haben. Durch das Homeoffice-Arbeiten gibt es also sehr, sehr viele Office-Buildings, also Bürogebäude, die leer stehen und die nicht mehr genutzt werden müssen, weil die Leute mehr und mehr von zu Hause arbeiten. Durch die Internetindustrie werden immer mehr Geschäfte, die physisch vor Ort sind, verdrängt durch das sich senden lassen von Sachen. Und das wiederum spielt sich dann so aus, dass die Eigentümer von Immobilien, die also einen hohen Anteil der Werte der Volkswirtschaft besitzen, in Nöte kommen und möglicherweise ihre Zahlungen gegenüber den kreditgebenden Banken nicht mehr leisten können, wodurch diese wieder in Nöte kommen und dann unter Umständen Pleite machen. Und es ist zu befürchten, und es ist das, was eben in den Fachkreisen zunehmend gesagt wird, dass das sich zu einer Krise aufschaukelt, die im Grunde dann alle erfasst. Und was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, natürlich die Gesundheitskosten. Das kann man ja überall sehen. Die Leute werden krank und kränker durch eine aus dem Ruder laufende Gesundheitsindustrie, sagen wir es mal so, die, was natürlich dann bedeutet, dass die Gesundheitskosten in die Höhe schießen. Noch dazu, wenn also das Land eine starke Migration zu tragen hat und viele der dort anfallenden Kosten abgedeckt werden oder verdeckt werden, dadurch, dass man die einfach in das Gesundheitssystem mit reinnimmt, was vielleicht seine, wie soll man sagen, erstmal seine Richtigkeit zu haben scheint, denn die müssen ja irgendwie gesundheitlich versorgt werden, richtig. Aber dass man das alles überdeckelt mit einer nicht richtig bilanzierten Art und Weise, das Geld auszugeben, das ist natürlich dann wieder nicht richtig, weil wenn man die Leute direkt fragen würde, möchtet ihr, dass das also so und so viele tausend Euro von deinem Einkommen oder von deiner Rente ausgegeben werden für Leute, die da nicht eingezahlt werden, haben, dann sehe die Antwort wahrscheinlich anders aus. Ein wichtiger Punkt, der uns natürlich hier in Europa sehr zu schaffen macht, ist ein mächtiger und mächtiger werdender Staat. Und das ist im Grunde genau dasselbe, was ich vorher sagte. Also diese Verschuldungsproblematik tritt ja deshalb auf, weil der Staat immer mächtiger und mächtiger wird. Und ich hatte das viele Male verglichen mit einem großen Baum, der also stark und stärker wird. Das ist also das normale Wachsen der Natur. Und was dann auch immer eintritt, ist, dass der Baum stark und stärker wird und wird mächtig und kann sich dann den Lüften der Lüfte erwehren und kann im Sturm stark dastehen und trotzdem wird er irgendwann umstürzen, denn die Last seiner Zweige wird zu viel, die Zirkulation der Säfte im Baum funktioniert nicht mehr so, alles wird letzten Endes überbordend, übermächtig und alt.
Und er stößt dann um. Das ist also der normale Vorgang und irgendwie fühle ich mich da erinnert an das, was wir quasi im Staat sehen. Der Staat wird von Natur aus immer mächtiger und wir haben ja nun den Ländern, oder nicht wir haben das gemacht, sondern das sind irgendwie Entwicklungen, man kann gar nicht sagen, wer war das eigentlich. Also natürlich, ich habe das erlebt. Es war, wenn man so will, Kohl, Mitterrand und die haben das eben alles dann entschieden und Europa ist eine ganz tolle Idee und wir haben dann den Euro. Der Euro ist auch wieder eine tolle Idee und jetzt 25 Jahre später sind wir also dauernd am Retten und das wird noch viel mehr werden, das Retten. Und es wird wahrscheinlich darin münden, dass der Euro, na, ich will das gar nicht, aber ihr wisst es selber, die Krise ist am Ende eine Währungskrise und wir haben es, wie gesagt, mit einem übermächtig werdenden Staat zu tun. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass die Deutschen haben ihr Parlament und die entscheiden irgendwas. Und das ist ja dann zum Teil schon doppelt vorhanden. Also die Bildungsministerien, die gibt es für die Länder und dann gibt es die nochmal für den Bund und dann wissen sie wieder nicht, wer soll was entscheiden und warum überhaupt. Könnte es nicht so sein, dass wir das alles gar nicht brauchen, man weiß es nicht. Aber dann haben sie es nochmal für Europa, wo die Abgeordneten nochmal besser verdienen und nochmal weniger verantwortlich sind für das, was sie da tun. Sie haben also ganz tolle Pläne für uns, aber wenn das schief geht, dann muss niemand sagen, ich muss jetzt meine Sachen nehmen, das war jetzt eine blöde Idee von mir, sondern nee, überhaupt nicht, sondern sie bleiben da schön sitzen und sagen sich, ja, äh, manche meiner Pläne, die gehen eben nicht so auf, aber das ist jetzt natürlich, ich kriege ja weiter mein schönes Gehalt von, ich weiß nicht, ich weiß es gar nicht, es sind, glaube ich, Summen, die sich der Normalmensch so nicht vorstellen kann, äh, aber die fließen einfach weiter und niemand wird da zur Verantwortung gezogen. Also beispielsweise habe ich jetzt, also zum Beispiel kennen wir ja diese CO2-Geschichte, ne? Wir sollen also immer weniger CO2 verbrauchen. Ähm, die kleine Tatsache, dass die Bäume CO2 atmen müssen und dass die Welt immer grüner wird, je mehr CO2 da ist. Es ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Anteil in der Atmosphäre, der dieses CO2 ist. Und ohne CO2 wäre einfach die Erde weniger grün, würden die Pflanzen weniger atmen können. Und nun haben wir Menschen es uns zur Aufgabe gemacht, dieses CO2 total zu verbannen. Kurioserweise nochmal, insbesondere wir Deutschen, wir wollen es gleich für die ganze Welt erledigen, wo wir ja eigentlich, wenn wir bloß mal ins Rund schauen würden, sehen können, dass alle anderen Länder, die zum Teil einen viel größeren Input haben, keineswegs dieses Ziel haben, sondern im Gegenteil hart daran arbeiten, den Input zu erhöhen. Und was auch immer wir hier machen, wird nicht dazu führen, dass CO2 weniger verbraucht wird, sondern im Gegenteil immer mehr. Und über das ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, wie ich immer sage, der Glaube ist die größte Kraft des Universums. Also wenn wir daran glauben, dass wir das machen können, dann ist das einfach unsere Welt und wir erschaffen die Dinge so, wie sie dann sind und indem wir daran glauben. Es gibt natürlich auch Leute, die nicht so dran glauben. Es, es gibt ja auch einige absurde Effekte der Politik, die einerseits die CO2-Sache vermindern wollen und dann im Grunde das, was das CO2 binden würde, also beispielsweise den Wald, den holzen sie dann wieder ab, damit da mehr Windräder entstehen können oder die Felder werden überdeckt von diesen Photovoltaikanlagen oder man muss am Ende schnell Kohlekraftwerke errichten, denn das, was wir da an Strom haben und dieser Flatterstrom, der am Ende einfach nicht dafür geeignet ist, ein Industrieland zu versorgen, der muss ersetzt werden schnell durch zuverlässige Kraftwerke und dann werden wir wieder die Kohle mehr verbrauchen und so weiter. Also es ist insgesamt eine ziemliche Absurdität. Und wie gesagt, das alles kommt zum Teil ja aus Europa. Das wird also nicht entschieden, so was machen wir denn für die Deutschen Gutes oder so. Deshalb, das müssen wir uns schon selber überlegen. Aber das sagen die so, ja, wir wollen ja die Welt retten. Und wenn man da vielleicht anderer Meinung ist, dann und sagen würde, was macht ihr denn jetzt für uns? Was macht ihr denn, dass wir besser leben können? Sagen wir mal in Europa. Dann sagen die wahrscheinlich, ja, in Europa, wir haben ja hier noch andere Ziele. Und
Diese Ziele bestehen darin, dass wir ja schließlich für die Menschen, für die Welt etwas ganz Tolles im Kopf haben und im Sinn. Und das erinnert mich dann manchmal an diesen Satz aus, ich glaube, der große Bellheim oder so hieß die Serie. Der eine Satz, ich habe das nicht viel gesehen, das sehe ja das überhaupt nicht mehr. Aber damals weiß ich es noch, das war der eine Satz von Mario Adorf. Wer für alles verantwortlich ist, ist für gar nichts verantwortlich. Und das bewahrheitet sich immer wieder. Am Ende kann man diese Argumentation, die darauf abzielt, irgendwie einfach ein Gutmensch zu sein und moralisch überlegen und so weiter, überhaupt nicht, das kann man gar nicht kontern, weil die sind ja für alles verantwortlich. Und nicht besonders für uns hier, für diejenigen, die sie gewählt haben, sondern das Geld derjenigen, die sie gewählt haben, das nehmen sie und tragen es irgendwo anders hin und machen damit alle möglichen tollen Pläne, insbesondere die moralisch Überlegenen natürlich. Das ist einfach immer sie verdrehen die Worte, so machen sie es einfach. Weitere Herausforderung für 2025 ist es, glaube ich, dass man sagen kann, dass die künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft grundlegend verändern wird. Das könnte natürlich eine große Chance sein für die Wirtschaft, denn was man braucht, um aus einer solchen Schuldenfalle herauszukommen, ist im Grunde eine leistungsfähige Wirtschaft. Aber inwieweit uns das zugutekommen wird in Deutschland, habe ich so meine Zweifel, denn erstens ist es, ist es möglicherweise uns gar nicht so möglich, diese AI anzuwenden, so wie das in anderen Ländern möglich ist, denn uns fehlt die Energie. Und was man in erster Linie machen braucht, um riesige Rechenzentren zu betreiben, wäre günstige und billige Energie. Und was zweitens sich bei uns nicht so ausspielt, ist diese Führerschaft im Bereich der Informationstechnologie, die anderswo sitzt und nicht bei uns. Nun könnte man ja sagen, das hat auch seine Vorteile, denn mit der künstlichen Intelligenz gehen natürlich auch die Gefahren des Missbrauchs einher. Und alles das, was der Mensch in die Hände bekommt, kann er ja sowohl zum Guten wie auch zum Bösen nutzen. Und insbesondere, wenn man, so wie die Deutschen, die Entscheidungen für das eigene Schicksal anonymen Schaltstellen überlässt, muss man befürchten, dass solche Technologien wie künstliche Intelligenz auch missbraucht werden. Und was hat denn nun der spirituelle Mensch da für Chancen und für Möglichkeiten? Also ich habe ja an verschiedenen Stellen schon gesagt, dass meiner Ansicht nach der spirituelle und philosophische Mensch, der hat Vorteile. Der hat einfach Vorteile, wo man ja normalerweise sagt, ja, das ist ja alles nicht alles und so weiter. Aber ich denke, der hat Vorteile. Das Spirituelle ist, und so möchte ich das sehen und so möchte ich das auf diesem Kanal eigentlich auch, die Stoßrichtung ist das sogenannte Praktisch. Das ist also auch meine Meinung, dass es nicht viel bringt, immer nur spirituell zu reden und wie soll man sagen, dass man sozusagen alles im Theoretischen hält, während unser Handeln ja die sogenannte Wirklichkeit betrifft. Es geht beim Spirituellsein und beim Philosophischsein meiner Ansicht nach ein bisschen darum, dass man sich klarer wird, in was für eine Art von Welt man ist, was die Determinanten dieser Welt sind, also sprich, was bringt diese Welt hervor, wie kann man also in geeigneter Weise auf die Welt einwirken, was ist es wirklich, was ich brauche. Und insofern, wenn man also spirituell ist, was so viel heißt wie Geistigkeit, dann macht man sich meiner Ansicht nach über vieles Gedanken, was der Normalmensch vielleicht so nicht bedenkt. Man geht da in die Tiefe, man betreibt Introspektion, man denkt darüber nach, was ist gut, was ist böse. Und aus meiner Sicht, das will ich jetzt einfach mal so behaupten, ist das, was dabei rauskommt, dass man zum Beispiel nicht immer die Schuld bei anderen sucht, dass man also sagt, das waren die Politik ist unser Problem. Ja, die Politik ist unser Problem, aber warum ist es unser Problem? Weil wir selber
ja diejenigen waren, die sie gewählt haben. Und weil wir viele Jahrzehnte, ich kann mich da gut entsinnen, ähm, diejenigen waren, die zugeschaut haben, wenn zu Anfang war das so mit der EU. Man hat dort immer Politiker hingeschickt, die hier in Deutschland irgendwie versagt haben und die keine guten Politiker waren. Und man hat sich gesagt, ja komm, der ist jetzt in Europa, sprich in Brüssel, dort können sie keinen Schaden anrichten und sie verdienen besser. Es gibt also keinerlei Streit. Das war der Weg, wie man die entsorgt hat. Und viele, also Jahrzehnte. Und dann wurde die EU wichtiger und wichtiger und schließlich und endlich vor vielleicht 20 Jahren habe ich das zum ersten Mal gehört, glaube ich, dass alles, was die EU entscheidet, wichtiger ist als das, was man im Lande entscheidet. EU-Recht bricht das hiesige und nun weiß ich als Nicht-Jurist im Grunde nicht, ob das stimmt oder nicht. Im Grunde war es ja so gedacht, und so wurde es immer gesagt, dass die EU ein Zusammenschluss aus freien Ländern ist und dass die Interessen der Länder einfach das übersteigen, was die EU machen kann und machen sollte. Aber davon wurde ja nun so viel kassiert. Inzwischen ist es irgendwie Gemeingut, dass die EU auch eigene Schulden rausgibt. Jetzt wollen sie eine eigene Armee haben und da kann ich nur sagen, Gott bewahre uns davor. Sie maßen sich einfach immer mehr Macht an und das ist also unser Problem. Und unser Problem ist es, glaube ich, dass die Bevölkerung selber in sich nicht sehen kann, dass sie selber diejenigen sind, die durch ihr Desinteresse und ihr dauerndes Befördern dieser ganzen Vorgänge das hervorbringen. Und ich will damit niemanden auf die Füße treten oder so, sondern es ist einfach eine Frage der Introspektion, dass man sich mal fragt, was geht denn daraus aus mir hervor? Ich habe ja die Erfahrung aus der DDR und ich kann nur sagen, dass uns damals in der DDR nicht insbesondere Erich Honecker, der damalige Staats- und Parteichef, wie man sagte, unterdrückt hat, sondern es waren immer einfach die uns Nächsten. Das waren diejenigen, die uns, wenn man so will, unterdrückt haben, die dann auf uns schossen. Es waren die Soldaten an der Grenze, die schossen. War der Lehrer, der einem zurechtwies und dann fragte, warum bist du nicht in der FDJ oder bei den Pionieren? Oder es war vielleicht der Polizist oder es waren die Respektspersonen im Betrieb, ganz allgemein gesagt. Das waren die Leute, die quasi dich unterdrückt haben. Und es war nicht jetzt der eine, der eine Typ also zum Beispiel aus dem Dritten Reich, den wir alle kennen und der sich insbesondere diesen wunderbaren Schnurrbart zugelegt hatte, der also an allem schuld war, so wie man es gerne sehen möchte, sondern es waren die ganz normalen Leute untereinander, die das gemacht haben. Und ich denke, dass eine solche Introspektion, also eine solche Innensicht, die mal klarstellt, dass in uns all diese Dinge angelegt sind, dieses Gute und auch das Böse, die das hervorbringen, dazu führt, dass man letzten Endes ein besserer Mensch wird. Das ist meine zutiefste Überzeugung. Es bringt also gar nichts zu sagen, man wäre ein besonders guter Mensch oder in einem wäre natürlich nur das Schlechte. Das ist natürlich noch abartiger und schlechter. Es gibt ja Leute, die streben das direkt an. Aber sich selbst zu täuschen, indem man sagt, da ist das Böse, da ist das Übel und ich selber bin es aber nicht, ist, glaube ich, der beste Weg, die Waffen zu strecken und zu sagen, ja, da kann ich nichts machen, wenn die eben so alle so böse sind. Aber was aus meiner Sicht der große Vorteil des Spirituellen ist, da ist, dass man sich über diese Dinge doch mal ein bisschen klarer wird, als es vielleicht der Normalmensch ist. Und dass man sehen kann, dass sowohl das Gute als auch das Böse in einem selbst angelegt ist. Und dass insofern man sagt, man möchte vielleicht besser sein, man möchte für seine Nächsten das erreichen, dass da mehr Sicherheit ist, mehr Wohlfühlen und dieses Ganze. Dann ist man auch derjenige, der weiß, dass aus einem selber diese Dinge ja entstehen und dass man bei sich selber anfangen kann und sollte. Das ist also direkt die Lehre, also mal ganz jetzt ins ganz Kleine niedergebrochen, könnte man sagen, dass zum Beispiel für die
Qualität deiner Partnerschaft niemand anders verantwortlich ist als du selber. Das bedeutet jetzt nicht, dass du losrennen musst und sagen musst, du bist also ein ganz, ganz toller neuer Mensch oder so, sondern dass du einfach ein bisschen achtsamer bist bei den Worten, die du aussprichst oder bei den, na, wie soll man sagen, emotionalen Eruptionen, die da sind, dass du dann dich auch mal zurücknehmen kannst und so. Das ist das ganz einfach Praktische, was daran liegt. Dass du dich, wenn du so willst, dich selbst beobachtest, deine Gedanken beobachtest, was für mich synonym ist mit achtsam sein, über sich selbst nachdenken, die Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Ich hatte das neulich mal Superposition genannt, wenn man einfach mal den Mund halten kann. Ich weiß noch, dass das bei mir früher schwieriger war und dass ich mir darüber nicht so im Klaren war. Beispielsweise, wenn man Auto fährt und jemand nimmt einem die Vorfahrt oder so, oder man denkt, er nimmt sie oder so, dass man dann mit den Jahren der Erfahrung weiß, jetzt nimm dich gleich zurück, sonst wirst du ganz wütend und machst Sachen, die also einfach irrational sind. Bei solchen Streitigkeiten kann ja niemand gewinnen. Deshalb, wie gesagt, also sich da selbst zu sehen und zu sehen, was man machen kann. Und jetzt mal auf das ganz Große bezogen, könnte man sagen, es gibt ja viele Leute, die sich immer wundern, warum lässt Gott das alles zu? Warum ist dieser Gott, von dem wir ja immer so reden, es wäre der liebe Gott, denn überhaupt dazu in der Lage, sowas zuzulassen? Das ist dann wiederum der Beweis für diese Leute dafür, dass es Gott nicht geben kann. Und ich habe ja oft gesagt, für mich ist Gott der äh, einfach das Höhere, das uns sich nicht erschließt, das aber da ist. Man kann es spüren, man kann es sehen. Und Gott ist aber nicht derjenige, der nun für jede unserer Taten verantwortlich ist, sondern Gott gibt dem Menschen die Freiheit zu tun, was er will. Er kann sich am Ende auch eine Kugel durch den Kopf jagen. Das ist nicht unmöglich gemacht, sondern wenn man so will, ist der Gedanke an Gott ein Gedanke, der einen weiterführen sollte, der einen weiterbringen sollte, der einen zu einem Guten führen sollte. Und in diesem Sinn gedacht, kann es nicht Schlechtes sein und bringt einen noch weiter. Ich hatte ja gesagt, dass die Herausforderungen 2025 natürlich von uns zu meistern sind und gemeistert werden. Und wir können gar nicht anders als sozusagen besser werden. Wir müssen besser werden, denn was wir hier in Deutschland haben einreißen lassen, das ist meiner Ansicht nach einfach nicht tauglich, um in dieser Welt ähm, in dieser Welt, in dieser Welt zu bestehen, die aus Wettstreit der Ideen, aus Fleiß besteht, aus leisten wollen. Insbesondere diejenigen wollen ja leisten, die noch nicht so viel haben, wollen wir. Man denke nur an dieses dauernde Gerede, was insbesondere die Politiker reden, weil es aus ihrer Sicht ja auch so ist. Deutschland ist ganz reich, das Geld fließt in Strömen, da ist überhaupt gar kein Ende in Sicht. Dann haben wir auch noch diese Modern Monetary Theory, die besagt, dass wir durchaus Geld drucken können und auch sollten, damit wir die Wirtschaft ankurbeln und dadurch löst sich dann wieder alles. Das ist etwas, das werden wir ablegen müssen, glaube ich. Und wir werden es entweder ablegen dadurch, dass wir das am eigenen Leib erfahren werden, oder es wird vielleicht, wenn man daran glaubt, dass der Mensch so vernünftig und klug ist, vielleicht von uns vorhergesehen und wir werden uns für das Richtige entscheiden. Jedenfalls werden die spirituellen Menschen, denke ich, für sich ihre Entscheidungen treffen müssen und werden für sich die richtigen Entscheidungen finden. Insbesondere, weil sie immer wissen, sie müssen vor der eigenen Tür kehren und können nicht dauernd irgendwo darüber reden, das wären andere oder so. Es ist am Ende Gott. Und aus dieser Sichtweise heraus würde ich sagen, es ist unsere heilige Pflicht, uns selber zu besseren Menschen zu machen in Hinsicht auf Gesundheit, Bildung, Bescheidenheit, Resilienz. Das bedeutet, wir werden an uns selber arbeiten müssen. Und das ist die beste Investition, die wir machen können in Zeiten, wenn es ökonomisch schwierig wird. Weil was dich davor bewahrt, dein, deine Ressourcen zu verlieren, ist
Bescheidenheit oder beispielsweise Gesundheit, das heißt Leistungsfähigkeit. Du musst in der Lage sein zu arbeiten, um in dieser Zukunft, in der das Geld knapp und knapper wird, zu bestehen. Du wirst deine Möglichkeiten erhöhen, solltest deine Möglichkeiten erhöhen, Dinge zu tun durch Bildung, indem du neue Sachen machst, indem du dir Sachen aneignest, Bildung aneignest, Wissen aneignest. Resilienz bedeutet ja eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Und man muss meiner Ansicht nach also diese Widerstandsfähigkeit erhöhen gegen alle möglichen Tiefschläge, indem man, wie gesagt, an seiner Gesundheit arbeitet, Bildung, Bescheidenheit und so, aber eben auch indem man aufpasst, was man sich in den Kopf reintut. Und aus meiner Sicht ist es daher wichtig, dass man aufhört, diese Sendungen zu sehen, die einen immer auf die falsche Fährte leiten und die im Grunde, ich kann sagen, ich habe es selber viele Jahre gemacht, Jahrzehnte, irgendwann hat es aufgehört, weil ich es selber nicht mehr ertragen konnte, diesen Quatsch, der da kommt, dass man sich dauernd das Traumschiff ansieht oder diese Serien, so wie Forsters Falkenau oder so und dann die Tagesschau und die erzählen dann immer irgendwas. Ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, es nützt sehr viel, wenn man sich über die Welt, in der man lebt, so im Klaren ist, dass man sich nicht dauernd täuscht, dass man sich nicht immer für ein X für ein U vormachen lässt. Und aus diesem Grund ist es für uns meiner Ansicht nach das Einfachste und auch das Allerwichtigste, dass man nicht dauernd diese Sendungen sieht, diese Zeitungen liest. Ich glaube, man sagt dazu Legacy Media oder so. Also sprich die althergebrachten Zeitungen, die am Ende dann immer irgendeine bestimmte politische Agenda vertreten wollen. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass da Journalisten rausgehen und sagen, wir brauchen jetzt einen tollen Coup, einen journalistischen Coup, dass wir irgendwas aufdecken, sondern die bekommen ihre Nachrichten letzten Endes von den großen Agenturen und deshalb steht auch überall dasselbe drin. Und man muss einfach aufhören, das sich immer zu Gemüte zu führen, sondern da ist es dann besser, wenn zum Beispiel der spirituelle Mensch mal in sich geht und mal selber überlegt, was kann er machen, was kann ich für mich machen, was stimmt nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es mir viel mehr genützt hat, diese Dinge seit Jahren so zu verfolgen, wie sie dann in anderen Medien dargestellt werden, von ganz einfachen Leuten zum Teil verbreitet werden, zum Beispiel über YouTube, als dass ich mir diese ganzen schrecklichen Sendungen ansehe, also beispielsweise Talkshows, bei denen am Ende immer gar nicht besprochen wurde oder nur das Falsche, die Themen sind ganz komische und man fragt sich jedes Mal, warum hast du das überhaupt gesehen? Wozu war das jetzt gut überhaupt? Und noch dazu, wo dann am Ende, es findet ja kein wirklicher Austausch statt, sondern es ist nur so ein Hin- und Her-Geplänkel der Worte, die man quasi auch hören würde, wenn man einfach deren Parteiprogramm lesen würde. Das ist also meiner Ansicht nach die Herausforderung für das Jahr 2025. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, Kopf hoch, wir werden es schaffen. Wir müssen es ja auch schaffen. Wir Männer sind so ein bisschen verantwortlich für vieles und werden uns am eigenen Schopf hochziehen und damit beweisen, dass wir es können. Und damit will ich erstmal enden und bedanke mich für euer Zusehen und freue mich auf unser nächstes Zusammensein hier in Videos. Bis dann. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.